Danke wieder. Sie kleiden sich mit auffallender Eleganz und wissen sich den Anstrich reicher Herren zu geben. Sie haben ihre eigenen Clubs und Vereine, ja sogar ihre eigenen telegrafischen Geheimcode, um sich untereinander in unauffälliger Weise zu verständigen. Und je sicherer sie auftreten, desto schwerer ist ihnen naturgemäß beizukommen. Wie viele arme Eltern beweinen ihre Töchter, die sie glaubten, einer glücklichen Zukunft entgegengeführt zu haben.
indem sie dieselben an irgendeinen reichen Mann verheirateten, der plötzlich auftauchte und durch seinen reichen Goldschmuck, durch seine riesigen Brillanten und durch sein elegantes Auftreten, durch Gewandtheit in Sprache und Umgangsformen die armen Eltern und Töchter zu betören wusste. Selten nur gelangt ein Schreiben der armen Opfer an die Bestimmungsadresse, denn die Briefe werden unterschlagen. Wenn auch manchmal ein Brief eines solchen Mädchens oder sonst welche Nachricht in die Heimat gelangt, dann ist es in der Regel zu spät zu helfen, oder aber die armen Opfer schämen sich, zurückzukehren zu den ihrigen, vor denen sie errötend ihr Antlitz bewahren müssten. Die Mädchen, welche diese Länder verlassen, wollen in der Regel nur der bitteren Not und den härtesten Entbehrungen entgehen. Sie wandern ohne Mittel aus und unterliegen naturgemäß der Verführung viel eher als ihre Schwestern in anderen Ländern.
Die Organisation der Händler ist so umfangreich, das Auftreten der Seelenverkäufer so raffiniert, dass ihnen nicht leicht beizukommen ist. Dies liegt vor allen Dingen daran, dass ihnen große Summen zur Verfügung stehen, dass sie Verbindung mit reichen Hilfsquellen haben, wodurch sie allenthalben in Vereinen und Familien und namentlich in ärmeren Familien sich einzuschleichen wissen. Dies gelingt ihnen umso leichter, als sie sich falscher Papiere bedienen und sich Namen wohlwollender Männer beilegen. Es ist ein vollständig organisierter Handel, der sich über die ganze Welt erstreckt. Mit den reichsten Hilfsquellen versehen, verstehen es die gewissenlosen Agenten unter allerlei Vorspielung, die stets neu und andersartig sind, die jungen Mädchen ins Ausland zu locken. Es werden ihnen Stellung als Gouvernanten, als Bonnen, als Dienstmädchen, als Schneiderin und vieles mehr zugesagt, oder es werden ihnen glänzende Heiraten drüben versprochen, und wenn es nicht anders zu erreichen ist, geht der Agent selbst gleich in der Heimat eine Scheinheirat mit ihnen ein, um sie dann, so wie die Reise angetreten ist, dem traurigsten Geschicke zuzuführen. Dabei werden die unglücklichen Geschöpfe während der ganzen Reise in dem Glauben erhalten,
bei vornehmen Familien Unterkunft zu finden. Sie werden derartig instruiert, dass auch die Polizei nur schwer einschreiten kann. Sie sind ihrer Freiheit vollständig beraubt. Selbst den ihnen äußerst selten gewährten Spaziergang dürfen sie nicht ohne Begleitung einer sie streng bewachenden Duenna unternehmen. An eine Flucht ist auch nicht zu denken, denn die Mädchen werden von Mägeren hinter Schloss und Riegel gehalten und scharf bewacht wie die Sträflinge. Und diese armen, unglücklichen Mädchen leben in Schmach und Schande, in Elend und Sklaverei, bis sie in den meisten Fällen schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit elendig zugrunde gehen. Zehntausende von Mädchen werden Jahr ein, Jahr aus verschleppt und verschachert. Die Hauptausfuhr geschieht nach Südamerika, nach Rio de Janeiro, Montevideo und namentlich nach Buenos Aires. In der letztgenannten Stadt leben in einer Straße in der Calle Junín 400 bis 600 solch beklagenswerter Mädchen und eine andere Straße, die Calle Lavalle, wo nahezu 2200 europäische Weiber, zumeist Entführte, dahinsiechen, heißt im Munde der Bevölkerung Calle Sangre y Lagrino, Blut- und Tränenstraße. Auf dem Internationalen Kongress, der auf Betreiben der National Vigilance Association in London im Jahre 1899 dort selbst tagte, ist es bereits konstatiert worden und die späteren Ermittlungen haben es bewiesen, dass ein regelmäßiger Handel betrieben wird mit jungen Mädchen, die gekauft und verkauft, die importiert und exportiert werden von den gewissenlosesten und verwerflichsten aller Menschen. Außer Südamerika erstreckt sich der Mädchenhandel auch auf Südafrika, Ägypten, Indien, Japan und China. Es ist schlimm genug, sich mit so traurigen und unerquicklichen Dingen beschäftigen zu müssen, aber immer noch besser, sich einer Gefahr bewusst zu werden, als sie unbeachtet wuchern und so lange ausbreiten zu lassen, bis es allzu schwer wird, wenn nicht ganz unmöglich, sie zu bekämpfen und zu beseitigen.